Hallo und herzlich willkommen zum 9. Spieltag der Soccercoin-Europameisterschaft 2020. Ich darf heute wieder begrüßen unseren Soccercoin-TV-Experten René Hobeck. Servus. Ja, wir sind jetzt schon am 9. Spieltag angelangt. Heute sind jetzt nochmal die letzten Spiele der zweiten Runde dran. Und wir hoffen uns wieder interessante und spannende Spiele. Irland hat uns ja wieder überrascht jetzt im letzten Spiel. Ja, die entwickeln sich zu meinem Favoriten, ja, dank dir. Und ja, wir schauen jetzt auf die Gruppe E weiterhin, im zweiten Spiel in der Gruppe E. Da spielt jetzt noch Spanien gegen Polen. Könnte auch eine interessante Partie werden in dieser Gruppe. Ja, eventuell. Und dann schauen wir noch auf die Gruppe F, natürlich mit Frankreich, Portugal, Deutschland und Rumänien. Da haben wir heute einen Klassiker. Ha? Richtig, ja. Auf das werden wir auf alle Fälle schauen, wie das ausgehen wird. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Na, auf geht's. Ja, Spanien zu Hause gegen Polen. Spanien konnte ja schon einmal gewinnen jetzt. Oder haben die unentschieden gespielt im ersten Spiel? Wissen wir nicht mehr. Gute Frage, nächste Frage. Ich weiß, dass Polen zweimal Levergoal getroffen hat. Das stimmt, Die ja. Polen haben gewonnen. Ich habe so in Erinnerung, dass die Spanier gar nicht mal so gut waren. Ja, schauen wir auf die Partie. Werden wir Wie schauen. Spanien gegen Polen ausgeht. Und eins Spanien geht direkt in Führung. So schnell geht's. Ja, fängt gut an für die Spanier. Das ist auch ihr Anspruch. Sie müssen da in Wahrheit drüber fahren. Bei allem Respekt den Polen gegenüber. Ja, mein Favorit ist auch Spanien. Ich glaube, dass Wir die sind auch uns die. mal einig. Ja, Bin überrascht. mal was ganz was anderes. Nach 9 Spieltagen darf das auch mal so sein. Ja, Paco Alcácer, Dortmund-Stürmer, war bei Dortmund. War bei Dortmund. Da war er ziemlich gut im Sturm. Das stimmt, aber die haben ihn hergegeben, wollten ihn nicht mehr. Richtig. Sie haben jetzt Haaland, also man wird es verschmerzen können. Guter Ersatz. Ecke, Levergoal. Eckball für Polen. Etwas Und, zu weit. War ja nicht so gefährlich jetzt. Nicht so der Bringer. Aber die Polen wollen es weiter wissen. 30. Minute. Und Polen spielt weiter vor, ja. Ja, sehr gut. Zielinski. Die ersten guten Chance. Und Kepa gibt wieder mal Argumente, warum er anstatt De Gea im Tor steht. Richtig. Geht schnell und gut runter aufs kurze Eck. Also hier keine gute Phase gehabt jetzt in den letzten Jahren. Ja, wie gesagt, das haben wir schon einmal besprochen. Ich glaube, das liegt aber eher an der Form von United. Also Ja. Ja, der Kepa wieder dran, da beim Eckball. Und jetzt kommt nochmal Spanien nach vorne über Paco Alcácer auf Asensio. Aber, zu wenig für Szczesny. und jetzt zweite Halbzeit. Stark. Jetzt kommt Polen nach vorne, wieder. Da Gut wäre verteidigt. Levergoal gestanden. Wieder Paco Alcácer. Jetzt Eckball für Polen. Sehr weit. Ja, weite Entfernung für den Kopfball direkt. Aber Ich verstehe nicht, warum man hier nicht Levergoal sucht. wohl ist Lewandowski ganz vorne. Er hätte da anspielen können, wäre nicht mal im Abseits gewesen. Bei einer Ecke auch schwer möglich. Jetzt wieder Polen. Also Polen spielt mehr nach vorne auf alle Fälle. Von Spanien noch nicht so viel gesehen. Führen aber trotzdem noch der einen guten Chance. Ja, aber Jetzt nicht mehr kommen die lange, wenn Polen das so vielleicht weitergeht. nach vorne. Wieder Wieder Kepa. stark gehalten, ja. Alcácer ist übrigens gerade ausgewechselt worden, Rodrigo im Spiel. Da ist dann auch immer so eine Geste, den Torschützen auszuwechseln, wenn man führt. Ja, aber nicht bei einer Europameisterschaft. Wenn der schon mal Lunte gerochen hat, dann sollte er in Fahrt kommen. Ja, wieder die Polen. Also Polen, Lewandowski jetzt mit der ersten Chance. Polen spielt auf alle Fälle mehr nach vorne. Jetzt kommt nochmal wieder Spanien im Wir Schluss. sind auch schon in der 88. Minute. Mit einer Flanke auf Thiago. Der kleine Thiago kommt zum Kopfball. Aber war nicht so gefährlich jetzt. Na, dementsprechend. Kommt aber gut vor den Verteidiger. Ja. Die Polen noch einmal. Ja, Polen, können die noch den Ausgleich holen? Rein. Zwischendurch. Nein. Leider nein. Ist aus. Spanien gewinnt gegen Polen mit 1:0. Ja, Meiner Meinung nach die Polen besser im Spiel gewesen, auf alle Fälle mehr Chancen. deswegen jetzt auch mein herausgespielt. Ausdruck noch leider zum Schluss. Die Polen hätten es sich
nach dem, was wir hier in den Highlights gesehen haben, definitiv verdient, hier den Ausgleich zu schießen. Ja, jetzt wissen wir auch, Spanien hat ein Unentschieden gespielt im ersten Spiel gegen Schweden, 0:0, glaube ich, war das sogar. Und ja, und Polen hat sogar verloren gegen Irland, was ich mich jetzt erinnere. Sehr Mit Goldrick, mit dem Doppelpack. Ja, Doppelpack Goldrick, Goldjunge. Ja, das war jetzt die Gruppe E. Abschließend der Gruppe E in der zweiten Runde haben wir jetzt punktestandmäßig Irland mit 6 Punkten, Spanien hinterbei mit 4 Punkten, Schweden hat 1 Punkt und Polen das Schlusslicht mit 0 Punkte nach 2 Spielen. Hätte ich so auch nicht für möglich gehalten. Ja, dann schauen wir zur letzten Gruppe in dieser zweiten Runde. Jetzt spielt Frankreich gegen Rumänien. Das sollte eigentlich... Eine klare, gemähte Wiese. Ja, für Frankreich. Ganz klar für Frankreich. Ich traue mich wieder mal mit einem Tipp. Ich sag 3:0 Frankreich. Ich tippe auf Sieg für Frankreich. Ergebnis schwer zu sagen, aber 2:0. Also zu 0 sicher. Okay, gut, dann sind wir noch ein. Dann sind wir uns ja quasi wieder mal einig. Da ist Ja, wieder Pappe gleich. Frankreich kommt Tänzel gleich durch. nach vorne, schön gehalten. Jetzt kommt Rumänien nach vorne. Wir sind aber schon kurz vor der Pause. Und, Ja, der war ja gar nicht mal so weit weg. Sehr interessant. Aufsitzer, Der müsste Kopfball. eigentlich Pavard haben, meiner Meinung nach. Ja. Ja, wir sind jetzt schon in der zweiten Hälfte angelangt. Jetzt kommt Schönes wieder Mbappé Spiel. und den macht er nicht. Was ist mit den Franzosen? Frankreich kommt jetzt wieder über Matuidi auf der Außen. jetzt. Griezmann mit dem Kopfball 1:0. Gott sei Dank. Jetzt ist Frankreich drin. 57 Minuten hat es gedauert. Doch ein Zeitteil, aber jetzt, wenn das erste Tor gefallen ist, das kann entweder Wunder für die Mannschaft, die es geschossen hat, bewirken oder demoralisierend eben für die andere Mannschaft sein. Ja. Die könnten jetzt zusammenbrechen. Ich wünsche es ihnen natürlich nicht, um Gottes Willen. Ja, aber gegen Frankreich ist schon sehr schwer dagegen zu halten. Das ist unglaublich, diese Mannschaft. Vor allem auch die einzelnen Spieler sind alle noch so jung, die haben teilweise noch die besten Jahre vor sich Ja. und somit die können da wirklich drauf aufbauen. Ja, wir sind jetzt in der 67. Minute. Ben Yedder Ja, wieder eingewechselt worden. eingewechselt worden. Wieder die Flanke auf Griezmann. Nochmal ein Kleine Griezmann Kopfball. wieder mit dem Kopfball. Sehr interessant, dass der zu viele Kopfbälle kommt. Sprunggewaltig, der Kleine. Jetzt Pogba. Schuss nochmal abgeblockt und 2:0. Da ist das 2:2. Frankreich, ja, jetzt sind eindeutig viel besser im Spiel. Also jetzt aus Prinzip wünsche ich mir jetzt aber trotzdem ein drittes. Dass der Tipp natürlich aufgeht. Ne? So ist es. Ja, ich habe 2:0 oder zu 0 gesagt, also ich bin auch noch nicht schlecht dabei. Für dich passt, ja. Aber ich sage, Mbappe wird jetzt noch eins machen. Ist er noch drinnen? Ich glaube schon. Müssen wir schauen, ob er noch spielt. Pogba hat auf alle Fälle jetzt das Tor geschossen. Ja, der sucht auch nach Form. Auch bei Manchester United. Ja, schaut momentan nicht gut aus. Aber Rumänien kommt jetzt mal wieder mit einer Chance in der 82. Spielminute. Sogar aufs Tor, Lloris muss eingreifen. Ja, dass er auch etwas zu tun bekommt, die Europameisterschaft. Dass ihm nicht allzu fad wird hinten im Kasten. Und gleich die Ecke hinten nach von Rumänien, aber Ben Yedder steht am kurzen Pfosten. Aber es kommt vielleicht noch eine Chance. Wieder abgeblockt und das wird Ja, aber abseits. abseits, ja. Ja, wieder eng, aber klar. Das ist das gewisse Etwas, was solchen Mannschaften dann fehlt, dass auch hier der Stürmer den Schritt wieder zurück macht, um den Abpraller zu Ja, jetzt kommt wieder Frankreich über Griezmann, Drittes Ben Tor. Yedder und das müsste das 3:0 sein. Ja. Hast du gut getippt, ne? Es wäre dein Tippzettel aufgegangen. Ja, Griezmann- 2 Minuten haben wir noch, hoffentlich machen sie jetzt nicht das 4:0. Griezmann mit dem Doppelpack hier. Er findet sich jetzt auch wieder bei Barcelona momentan eher nicht so im Mittelpunkt. Ja, habe ich ehrlich gesagt nicht so erwartet. Ich dachte, dass Griezmann perfekt zu Barcelona eigentlich passt. Ich auch, also meiner Meinung nach. Aber auch ein Zlatan Ibrahimovic hat nicht gepasst damals. Anderer Spielertyp natürlich, Das aber ist klar. man glaubt oft, dass ein Spieler hier perfekt ins System passt, tut es aber dann trotzdem Aber er muss natürlich sich einfinden. Die Spielweise ist natürlich anders von Barcelona. nicht. Das ist richtig. Verzeiht man nicht. Noch.
Allzu lang gibt man ihm aber nicht Zeit. Richtig. Coutinho, der hat auch keine Zeit bekommen. Ja, jetzt führt Frankreich 3-0 und wir sind in der Nachspielzeit. Sehr gut. Kommt Rumänien nochmal, wäre eigentlich egal, ob sie jetzt nochmal ein Tor schießen oder nicht. Das schaut auch nicht danach aus. Ja. Oder kommt Frankreich mit noch einem Konter. Über Griezmann. Ja, Ben Yedder und Griezmann hin und her spielen. Ja, spielst du schön, aber jetzt Und verteidigen Mbappé sie ist noch nicht. drinnen. in der Ja, ja. Partie. Da kommt noch das vierte. Griezmann, Ben Yedder spielt zurück auf Kanté. Na, pfeift sogar ab. Im Angriff hätte er noch spielen lassen können. Aber wäre egal gewesen, Frankreich gewinnt die Partie mit klaren 3-0 gegen Rumänien, wie erwartet. Guter Sehr Tipp gut, ja. von dir, hast du gut. Danke, bei mir Vorhergesehen. gibt's morgen Mittagessen. Ja, ganz klar, Favorit Frankreich muss da die 3 Punkte mitnehmen. Frankreich ist für mich eindeutig auch ein Favorit auf den Titel. Ja. Ganz klar, die sind vom Mannschaftsgefüge und von den individuellen Spielern eindeutig das beste Team in meinen Augen, was hier bei der Europameisterschaft mitspielt. Würde mich nicht wundern, wenn sie zumindest ins Finale kommen. Ja, das war's dann mit der ersten Partie der Gruppe F. Und wir springen gleich in die letzte Partie der zweiten Runde. Und das ist eine sehr interessante Partie, Oh ja. das Topspiel aus Ja. dieser Gruppe auf alle Ja. Fälle. Portugal gegen Deutschland. Unser großer Bruder gegen den kleinen Bruder der Spanier. Richtig. Ja, dann schauen wir uns die Highlights an. Schauen wir mal, ob Deutschland jetzt Ich würde auch noch gerne einen Tipp abgeben. Vorher Bitte. frage ich aber noch dich. Was ist dein Tipp? Ich tippe auf Portugal 2-0. Da gehe ich mit dir. Auch 2-0 für Portugal. Ja. Sehr gut. Oh, Luis Figo haben wir hier gesehen. Eine Ikone. Aber eigentlich sollte doch ein Cristiano Ronaldo noch hier stehen. Ja, der steht als Kapitän neben dem Torhüter. Mhm. Ist er noch. Mich wundert es Aktiv. also nicht, mich wundert es dass er nicht als Ikone der Fans gezeigt hat, sondern dass man hier ja, einen noch, Figo vielleicht sucht. noch nicht, aber bald Ja. in Zukunft. Und es geht schon los, Julian. Und Deutschland fängt an zum Spielen. Die Deutschen haben ja im ersten uns gleich. Spiel Nicht gut unentschieden gespielt ja. oder nicht so gut gespielt. Aber die müssen jetzt Gas geben. Definitiv, und es wird nicht leicht. Haben die nicht unentschieden? Haben die nicht sogar verloren, die Deutschen, oder haben sie unentschieden gespielt? Ich weiß es nicht. Gut. Schon Das- länger her. als das Danke an die Regie. Spiel. Ja, jetzt fängt Portugal an zu spielen. Tor. Ja, Fernandes Fernandes. auf Ronaldo und das ist 1:0, ja. Cristiano Ronaldo. Und natürlich mit seinem einzigartigen Jubel. Ja, natürlich. Nicht gut verteidigt von Deutschland auf alle Fälle. Ja, Bruno Fernandes Ronaldo. gleich wieder sofort den Ball abgefangen. Und Mit dem Ronaldo Ball auf ziemlich- Ronaldo. Ziemlich frei in der Mitte hier. Leichteste Und direkt aus der Überflug. Drehung. Schön Also mitgenommen, schön mitgenommen. schönes Tor auf alle Fälle. Es geht einmal in unsere Richtung. Sag mal, was ist denn heute los? Hat sie mal gut mit den Tipps dran. Ja, aus einmal habe ich mich vertan. Ja, und Portugal führt jetzt mit 1:0. Deutschland startet nicht gut rein in die Gündogan. Europameisterschaft. Aber jetzt kommt Brandt. Deutschland und Boah, den den halten muss sie er direkt. machen, Gottes Willen, steht im 16er. Langes Eckbrand. Gute Chance für die Deutschen. Ja, den muss er wirklich machen. Also, das war eine 100%ige Chance. Aber auch Da gut. ist der Wurm drinnen. Tolle Parade vom Torhüter auf alle Fälle. Ja, aber noch einmal, schlecht von Brandt. Den muss er reinmachen, aufs lange Eck mit Gefühl. Das kann er. Ja, Kimmich jetzt auf Klostermann und das war abseits. Goretzka abseits. Ja, Goretzka hat viel trainiert, man hat gesehen. Der hat zugenommen, hat aufbauen können, Muskelmasse, aber das hindert ihn anscheinend wieder schnell zurückzulaufen. Ja, springen wir in die zweite Hälfte. Wieder Bruno Fernandes, Bruno schön Fernandes, schön Übersteiger. abgelegt auf Ronaldo und der ist drin. Wahnsinn. War aber, glaube ich, Neuer sogar noch dran. Ja, wenn ich's definitiv, er hat richtig neu gesehen habe. angeschossen, aber der wuchte da ein Cristiano hier den Ball auf ihn prügelt. Fliegt er sicher ins Tor, ja. Ja. Wieder, wieder- schön rausgespielt, Fernandes super gemacht und Ronaldo steht dann ganz alleine nur mehr vom Tor. Also, Also, dass er hier den Tormann anschießt, ist für Cristiano auch sehr unüblich. Aber wie gesagt, da schauen wir jetzt mal drüber hinweg, weil einfach die Vorarbeit von Bruno Fernandes sehr schön herausragend war, ja. Und dadurch, dass er wirklich stärkeren Schuss hat, der Ronaldo, musste er eigentlich reinprallen. Ja. Dann kann auch ein Neuer nicht mehr dagegen machen. Nein, weil vor allem auch Neuer ist jetzt nicht unbedingt in der Form seines Lebens. Das ist richtig, die ja. Vertragsgespräche mit den Bayern haben sich auch nicht gut getan. Ja, jetzt kommt Deutschland vielleicht nochmal vor mit einer guten Chance. Ja, wird doch nichts. Und Deutschland bleibt aber weiterhin im Sturm vorne und da Lucky. wird sehr interessant. Das müsste abseits wahrscheinlich gewesen sein, ne?
Ja, Pepe hat da ein bisschen. Das war sicherlich kein Abseits, weil Pepe gehabt, hat den Ball gespielt eigentlich. Okay, der Schiri, warum er abgepfiffen hat, weiß man noch nicht, genau. Schade, Jetzt hätte ich Gnabry. gern gesehen. Mit der nächsten Chance für die Deutschen. Und Patrizio ist wieder da. Toni Kroos, direkt der Schuss von Gündoğan. Da ist ein Abprall in der Mitte. Die Portugiesen kriegen ihn etwas schwerer mit den Kopfbällen hinaus. Tun sich schwer heute, ja, das stimmt. Das Ja. war routiniert. Bis von jetzt Pepe. spielt wirklich am Schluss nur noch Deutschland. Portugal hat es nachlassen. Brand im Kopf, ungefährlich. Da ja abnehmen und dann mit dem Fuß. Ich denke mal, der Tipp, den wir haben, geht doch genau auf. Wir sind in der Nachspielzeit. Müsste es gewesen sein sogar, ja, für die Deutschen. Ja, das war's. Portugal gewinnt 2-0 gegen Deutschland. Deutschland noch nicht so drinnen in dieser Europameisterschaft, meiner Meinung nach. Geht es den Deutschen ähnlich wie bei der WM? Fliegen sie schon in der Gruppenphase raus? Werden wir sehen. Ich meine, sie haben jetzt Stand 0 Punkte nach 2 Spielen, also zweimal verloren. Die sind draußen. Und da ist wirklich, glaube ich, nicht mehr viel zu machen. Ja, weil ich es gerade anspreche, schauen wir uns die Gruppe nach Spieltag 9 an, der Gruppe F. Frankreich führt die Gruppe an mit 6 Punkten, 2 Siege. Portugal hat 4, Deutschland ist draußen. Richtig, Portugal hat 4 Punkte auf dem 2. Platz. Rumänien hat einen Punkt. Ja, und Deutschland Schlusslicht der Gruppe mit 0 Punkte. Ja, das war's. Danke, auf Wiedersehen. Wir sind so blamabel wie zur Wie Weltmeisterschaft. zur Weltmeisterschaft. Ja. Jetzt nicht einmal noch Chancen, Sieg über Rumänien vielleicht noch irgendwie durchzukommen. Halte ich eher für unwahrscheinlich mit dieser Torquote, aber Wir man werden weiß ja sehen nicht. Man weiß am ja Schluss. nicht, ja. Wir haben jetzt noch eine Runde. Deutschland spielt im direkten Duell gegen Rumänien jetzt im letzten Spiel. Ja, Dritter werden es schon werden, aber als Lucky Loser, glaube ich, wird es zu wenig sein. Bin ich sehr überrascht. Nicht, dass ich jetzt hier Schadenfreude versprühen möchte, aber was ist mit den Deutschen los? Man weiß es nicht, sind nicht so in Topform momentan in den Sehr Europameisterschaften. merkwürdig. Man muss ja festhalten, wir simulieren das hier anhand von FIFA. Das ist richtig. In echt haben sie zur Weltmeisterschaft leider überhaupt nichts gezeigt. No. Das Spiel nimmt diese Form anscheinend mit und schmeißt sie, aller Voraussicht nach, auch hier aus Wieder. der Europameisterschaft hinaus. Ja, dann war es das mit dem 9. Spieltag. Die letzte Runde, also kommt jetzt auf uns zu, die 3. Runde. Und ja, ich freue mich auf den nächsten Spieltag mit dir wieder zu analysieren. Danke mich wieder herzlich, dass du da warst. Gerne, ich freue mich auf weiterhin so spannende Spieltage und vor allem auch mit so viel Tore, wie wir heute gesehen haben. Perfekt, dann verabschiede ich mich bei euch und wir sehen uns am nächsten Spieltag wieder.